Kaiserin Elisabeth war eine der berühmtesten und besten Reiterinnen ihrer Zeit. Sie hat ja schon sehr früh reiten gelernt, schon ihr Vater, Herzog Max, war ein hervorragender Reiter und hat ja in seinem Palais in München sogar eine Zirkusarena unterhalten, wo er selbst aufgetreten ist. Und so konnte Sissi schon sehr gut reiten, als sie Franz Josef kennengelernt hat. Und das Reiten, das war eine der ganz großen Gemeinsamkeiten, die das Kaiserpaar zeitlebens hatte. In jungen Jahren ist Sissi gerne und viel im Prater ausgeritten. Das war damals so üblich in der eleganten Welt in Wien. Aber wenn die Kaiserin ausgeritten ist, dann war das eine riesige Sensation. Und so wie später, wenn sich Diana irgendwo gezeigt hat, dann war das auch bei Sissi so, dass die Massen zusammengelaufen sind, dass es fast zu Unfällen kam, weil alle hinter ihr hergelaufen sind und unbedingt einen Blick auf sie erhaschen wollten. Sissi hat bei diesen Gelegenheiten natürlich auch sehr auf ihr Äußeres geachtet. Wir wissen, dass sie zum Beispiel sehr genau geschaut hat, dass die Farbe des Huts und des Kleides auch auf die Farbe des Pferdes abgestimmt sind. Sie hat auch da einen großen Aufwand mit ihrer Kleidung getrieben. Sie hat sich in ihre ganz engen Reitkleider einnähen lassen, damit ihre schlanke Taille besonders gut zur Geltung kommt. Und das hat natürlich enorme Wirkung gehabt. Als man Sissi dann nach der Krönung in Budapest das Schloss Gödöllő geschenkt hat, hat sie sich sehr viel dort aufgehalten, nicht zuletzt deshalb, weil das auch ein idealer Ort zum Reiten war. Die ungarische Steppe hat die Möglichkeit geboten für lange, wilde Ritte und Sissi hat sich in Gödöllő eine Manege einrichten lassen, eine Zirkusmanege, so wie schon ihr Vater. Sie hat sich dort von Zirkusreiterinnen trainieren lassen. Sie konnte dann beispielsweise mit ihrem Pferd durch 2 Reifen springen, aber sie hat auch wilde Jagden veranstaltet. Da war sie wieder sehr unkonventionell. Sie hat die besten Reiter der Monarchie nach Gödöllő eingeladen, und zwar unabhängig von ihrem Hofrang und ihrem Adelsrang. Und im Kreis dieser schönen, verwegenen jungen Männer hat sie dann wilde Jagden durch die Puster gemacht, sie meistens als einzige Frau an der Spitze dieser Schar, und hat es unglaublich genossen, von diesen Männern nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch für ihre sportliche Bravour bewundert zu werden. Diese große Reitleidenschaft hat schließlich bewirkt, dass Sissi den Wunsch hatte, nach England zu reisen, denn England war damals wirklich das Zentrum der Reitkunst. In Ungarn hat man wilde Jagden gemacht, aber das war nichts im Vergleich zu England. In England ist man viel verwegener, auch viel gefährlicher geritten, die Hindernisse waren viel höher, viel schwieriger, und so ist Sissi schließlich unter dem Vorwand, dass ihre kleine Tochter Valerie Seeluft braucht, das erste Mal nach England gereist. In England ist sie sofort auch wieder durch unkonventionelles Verhalten aufgefallen. Sie hat beispielsweise die königliche Familie brüskiert, indem sie nicht zur angekündigten Zeit dort erschienen ist. Sie hat die Londoner begeistert, aber auch verwundert, weil sie im Hyde Park ausgeritten ist und weil sie mit ihren Hofdamen im Meer baden war. Zurück in Wien hat Sissi dann begonnen, in der Kreau, aber auch in Gödöllő und in Bad Ischl nach englischem Muster zu trainieren. Sie hatte den Ehrgeiz, dass sie die beste Reiterin der Zeit werden soll, und sie hatte den Ehrgeiz, in England bei den englischen Jagden auf Augenhöhe mit den dortigen besten Reitern mitmachen zu können. Bei ihrem zweiten England-Aufenthalt war sie zu Gast bei Earl Spencer, und das ist ein direkter Vorfahre von Lady Diana. Sissi war in Schloss Althorp zu Gast, wo Diana ihre Jugend verbracht hat, und dort hat sie einen Mann kennengelernt, der für ihre weitere Entwicklung als Reiterin ganz wichtig gewesen ist, nämlich Bay Middleton. Bay Middleton galt damals als der beste Reiter Englands und vor allem auch als der beste Reitlehrer Englands. Earl Spencer hat ihn überredet, die Kaiserin von Österreich zu unterrichten, und so hat Sissi dort einen militärischen und sehr strengen Reitunterricht erhalten. Sie hat das unglaublich geschätzt. Bay Middleton hat sie nicht geschont. Er hat sie immer angestachelt, noch wilder zu reiten, noch verwegener, noch gefährlicher zu reiten, noch höhere Hindernisse zu bewältigen. Und das war Sissi nicht gewohnt, denn normalerweise hat ihr jeder gesagt, sie soll nur um Gottes Willen sich nicht in Gefahr bringen und vorsichtig sein. Und unter dem Training von Bay Middleton wurde Sissi dann wirklich zu einer sensationellen Jagdreiterin. Sie war dann wirklich imstande, alle diese großen Jagden in England mitzumachen. Diese Jagden waren sehr gefährlich, da sind oft 100 Herren ausgeritten und von denen kamen oft nur 8 oder 10 ins Ziel. Man ist gestürzt, man hat sich verletzt, es gab auch Todesfälle bei solchen Jagden, und unter den wenigen Reitern, die ins Ziel kamen, da war meistens eben auch die Kaiserin von Österreich, und sie hat dann sehr rasch in England wirklich einen sagenhaften Ruhm gehabt, nicht nur als schöne Frau, sondern auch als hervorragende Reiterin.
Mit Bay Middleton hat sie eine ganz enge Beziehung gehabt, denn durch diesen intensiven Unterricht war er natürlich immer an ihrer Seite, er hat sie trainiert, er hat sie aus dem Graben gezogen, wenn sie gestürzt ist, er hat ihre Pferde für sie gekauft und sie war so begeistert von ihm, dass sie ihn schließlich sogar nach Ungarn, nach Gödelö eingeladen hat, wo er ihr Gast gewesen ist. Das hat natürlich zu Gerüchten geführt und so hat man Sissi sehr bald schon ein Verhältnis mit ihrem Reitlehrer angedichtet, so wie man das später auch mit Lady Diana gemacht hat. Im Fall von Sissi dürfte es wirklich nicht gestimmt haben, aber es gab wohl eine Verliebtheit zwischen den beiden. Wir wissen, dass Bay Middleton kurz nachdem er Sissi das erste Mal kennengelernt hat, sich verlobt hat, aber er hat diese Eheschließung jahrelang hinausgeschoben, bis dieses junge Mädchen dann erklärt hat, entweder jetzt oder nie. Und als er sie dann wirklich geheiratet hat, war Sissi so verletzt, dass sie jede Beziehung zu Bay Middleton abgebrochen hat, ihre englischen Reitpferde verkauft hat und nie wieder nach England zurückgekehrt ist. So sehr Sissis Reitkunst in England bewundert wurde, in Wien hat man das durchaus auch kritisch gesehen, denn Österreich war ja permanent in der Krise, es gab Kriege, es gab Wirtschaftskrisen und da kam es in den Medien nicht so gut an, dass die Kaiserin von Österreich riesige Unsummen für Reitställe und Reitausflüge in England ausgegeben hat. Als das Kaiserpaar 1879 Silberhochzeit gefeiert hat, da hat in Wien das Beaumont kursiert, andere Paare feiern 25 Jahre Menage, unser Kaiserpaar feiert 25 Jahre Manege. In den 80er Jahren haben sich bei Sissi dann erste Zeichen des Alters gezeigt. Sie hat Rheuma bekommen, sie hat Ischias bekommen, das hat sie beim Reiten behindert und nach der Trennung von Bay Middleton hat sie dann einerseits dadurch und andererseits auch aufgrund dieser Beschwerden das Reiten immer mehr reduziert und hat es schließlich im Laufe der 80er Jahre ganz aufgegeben, alle ihre Reitpferde verkauft. Aber das heißt nicht, dass sie auf den Sport verzichtet hat. Sissi ist wirklich bis zum Schluss eine unglaublich sportliche Person gewesen. Als sie mit dem Reiten aufgehört hat, hat sie zu fechten begonnen, aber sie hat vor allem in der letzten Phase ihres Lebens wilde Wanderungen, richtige Gewaltmärsche durch das Gebirge gemacht, in einer enormen Geschwindigkeit. Ihre armen Hofdamen, die nicht so trainiert waren wie sie, die sind also dann schnaufend hinter ihr hergelaufen und dort, wo es möglich war, hat man einen Hofwagen hinterherfahren lassen, damit diese armen Damen, wenn sie es nicht mehr schaffen, dann einsteigen und nach Hause zurückfahren können. Als ältere Frau hat Sissi ja das Problem gehabt, dass sie nicht mehr wollte, dass man ihr Gesicht sieht. Die wenigen, die sie gesehen haben, sagen, sie hätte sehr viele Falten gehabt. Es gibt keine Abbildung davon, denn sie hat ihr Gesicht immer sehr sorgfältig verdeckt. Auch bei diesen langen Wanderungen hat sie immer einen Schirm dabei gehabt, mit dem sie ihr Gesicht abschirmen konnte oder einen Fächer. Und ihre Angst, gesehen zu werden, war dann schon so groß, dass sie sich darauf verlegt hat, als ältere Frau vor allem in der Nacht zu wandern. Das muss dann also ein besonders skurriles Bild gewesen sein, wenn die österreichische Kaiserin begleitet von Fackelträgern und schnaufenden Hofdamen in der Nacht durchs Gebirge marschiert ist.